Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und erstmal vielen lieben Dank für die zahlreichen netten Kommentare gestern unter dem 500. Shakes and Fidget Video. Ja, vielen lieben Dank. Ist immer sehr schön, das sich alles so durchzulesen. Und ja, was soll ich großartig dazu sagen? Es ist einfach der Grund, warum ich das hier immer noch nach wie vor mache. Ja, einfach natürlich auch wegen des Spiels, aber hauptsächlich mittlerweile nicht mehr wirklich wegen dem Spiel, sondern halt wegen euch, wegen der Community, dass ihr immer so alle da am Start seid und das ja, durch die ganzen Kommentare da ja, mir dann schöne Grüße da lasst und dass ich dann sehe, dass euch das gefällt und dass euch das auch motiviert, auch teils. Dass ihr auch weiterspielt durch mich und sowas und dass ihr euch, keine Ahnung, das nebenbei, was ihr da alles geschrieben habt, nebenbei selbst Shakes and Fidget spielt und mein Video lasst es im Hintergrund laufen oder so und hört nur beim Quatschen zu. Das ist ja alles gar kein Problem. Ist auf jeden Fall sehr schön, das alles so mal sich durchzulesen und ja, eigentlich jetzt mittlerweile der Hauptgrund, warum ich das immer noch nach so langer Zeit alles mache. Ja, und im gestrigen Video, ich weiß nicht, ob das da alle mitbekommen haben, weil das war natürlich relativ am Ende nachher. Ich hatte es tatsächlich auch noch geschafft, zum Schluss dann einen Dungeon auf meinem Main zu besiegen. Ja, den wir jetzt schon der uns jetzt schon sehr lange Zeit begleitet hat. Und ja, da haben wir es endlich geschafft, den zur Strecke zu bringen. Ich hatte den Kampf auch gespeichert gehabt. Für die Leute, die vielleicht nicht alles gestern gesehen haben, weil das Video gestern war ja relativ lang. Ja, zum Schluss nochmal 5 Sanduhren, das ist ganz nice. Und ja, ich habe das hier gespeichert. Mal gucken, bei Kämpfe. Und zwar die unangenehm viele in Ferie. Ich zeige euch den nochmal, ja. Für die Leute, wie gesagt, gestern haben wir den live besiegt im Video, da könnt ihr euch ja das nochmal anschauen, falls ihr das nicht gesehen habt oder verpasst habt oder nicht alles vom Video geguckt habt. Ja, das war auf jeden Fall sehr nice und hat auch gut gepasst. Hat gar nicht so viele Pilze gekostet, wie ich gedacht hätte. Und somit sind wir jetzt auch schon mittlerweile beim nächsten Gegner hier angelangt in der altehrwürdigen Zauberschule. Ja, der Dungeon, ich musste kurz überlegen, welcher Dungeon das war. Aber natürlich leichter ist es zu sagen, es ist der Harry Potter Dungeon, ja. Und meine Kunigunde hat hier gute Arbeit auch geleistet, die ist oft ausgewichen, hat ein paar Crits rausgeteilt. Und ich glaube, mein Marquardt hatte auch einen guten Hit hier ausgeteilt. Und ja, wir hatten sogar noch einen Schlag überlebt im besten Fall. Die Waffe haben wir bekommen, haben wir zerlegt. Ist, ja, ist eine Alle-Attributswaffe für einen Krieger gewesen, aber nicht weiter irgendwie nennenswert, großartig. Deswegen hatte ich die dann auch direkt ja, zerlegt. So, wir gucken mal, haben wir hier noch Gürtel irgendwie, was wir noch gebrauchen könnten? Für die Hexe? Ne, leider nichts dabei. Was war hier heute dran? Beim Schmied Sachen zerlegen, okay. Haben wir Glücksrad schon gedreht? Ne, das müssen wir noch machen. Vielleicht kriegen wir da noch ein billiges Item raus, was wir noch zerlegen können. Ja, Gegenstand zerlegen. So, das hier und Gegenstand zerlegen. Zack. So, einmal fehlt noch, ne? Genau. Dann werden wir nochmal was aus dem Inventar nehmen hier. Haben wir hier noch irgendein Billig-Item irgendwie noch am Start? 2 Millionen, ja. Okay. Ja, nehmen wir eins für 2 Millionen. Hier Gegenstand zerlegen. Zack. So, dann haben wir nämlich hier das auch erledigt. Und dann werden wir mal schauen, ob wir, ja, wie weit wir da kommen beim nächsten Gegner im Dungeon. Da bin ich mal gespannt, weil der sollte eigentlich, ja, ich will nichts sagen. Ich will nichts sagen, sonst heißt es nachher wieder hier, das wird sowieso nichts mit dem Gegner hier. Und zwar ist das hier Bella die Boshafte. War ein Magier gewesen, ne? Genau. Und somit eigentlich relativ gut besiegbar, sag ich mal, ne? Also Magier kommt mir eigentlich immer gut gelegen so. Ihr seht, wenn sie jetzt nicht unbedingt kritten sollte, dann hält mein Marquardt halt auch relativ viel aus. Ja, sogar die Kunigunde hat hier einen Crit überlebt, weil wir... Oha, das war ein sehr schwacher Treffer. Oh! Ja, moin! Ja, so einfach geht das. Brauche ich gar nicht großartig weiterreden. Da haben wir es tatsächlich ganz knapp überlebt, hier mit 3,3 Millionen Leben. Und haben somit Bella die Boshafte hier zur Strecke gebracht, bekommen 300 Millionen Erfahrung, was auch sehr gut ist. Und Handschuhe. Wir gucken rein. Kriegerhandschuhe plus 3 Erfahrung. Rune ist nicht so schmackhaft, aber vielleicht kann mein Bertram die Handschuhe trotzdem gebrauchen. Plus 116. Ui. Aber die Rüstung geht runter. Macht das was? Ne. Aber meine Handschuhe oder die Handschuhe, die er drin hat,
Die sind 7-mal verbessert, aber eigentlich müssten wir das trotzdem, wir müssten das auswechseln. Ja, wir müssten das auswechseln. Wir gucken mal. Attribut-Upgrade. Ich will ja meine Begleiter auch immer hier ein bisschen mit auf einem guten Niveau halten. Wir verbessern mal erstmal 6-mal, oder? Aber wir machen erstmal 5-mal, wir tasten uns mal ran. Dann sind wir bei 140. Es würde jetzt auch schon Profit machen. Ja. Attribut-Upgrade nochmal. 6, 171, okay. Gut, jetzt machen wir Edelsteinsockel hinzufügen, zack. So, dann ist der Bärtrahmen auch ein bisschen besser ausgerüstet und wir lassen ihn aber auf 6-mal verbessert. Ja, plus 7 ist mir jetzt ein bisschen zu teuer. Da investiere ich lieber nochmal ein bisschen was in meinen Main rein. Aber das ist ganz okay. So, dann kriegt er noch einen Edelstein. Welchen kriegt er hier? Nicht den allerbesten, aber auch nicht den allerschlechtesten. Hier, komm, kriegst du den. So, und dann freut sich der Bärtrahmen. Dann hat er hier auch ganz gut Plus gemacht auf jeden Fall. Plus 116 ist, denke ich mal, eine ordentliche Hausnummer. Bisschen Abzug durch die Verbesserung haben wir eine jetzt mal weniger raufgeklatscht, aber dafür zerlegen wir den Gegenstand mit plus 7 und haben auf unserem Main dann somit mehr Ressourcen. Nicht vergessen, ganz wichtig, verzaubern, ja. Oh, wenn man Gold hätte, dann könnte man das jetzt auch verzaubern und somit direkt die Verbesserung damit sich einheimsen. So. Und das machen wir jetzt auch gleich, das darf ich nicht vergessen, aber wenn wir jetzt schon mal bei den Pets sind, dann füttern wir jetzt noch gleich die Pets mit weiter durch, damit wir hier auch weiterkommen. Wir sind schon gut vorangekommen hier in der letzten Reihe. Ja, ich bin mal gespannt, wie weit wir dieses Jahr noch kommen, zwecks der Pets. Und dann haben wir hier nämlich, wenn die voll sind, auch eine neue Goldquelle, das ist auch ganz nice. So, Handschuhe, komm, verzaubern, zack. Somit haben wir hier auch den First Hit, safe. Okay, und dann haben wir hier alles auf den Begleitern auch soweit mit verzaubert. Ja, das ging leichter als gedacht mit dem Gegner. Ja, das ist ganz nice. Dann gucken wir gleich mal weiter, wen wir hier als nächstes haben. Den Lucius, den Reinblüter. Ja, 580. Mal gucken, was war das für ein Gegner. Auch wieder ein Magier. Ja, also im Prinzip auch gar nicht mal so verkehrt. Aber der hat ein bisschen, der dürfte ein bisschen mehr Leben haben. Und vor allen Dingen auch ein bisschen mehr Schaden. Ja. Eieieiei. Okay, gut. Ja, also der wird wahrscheinlich noch eine ordentliche Hausnummer werden. Also wenn er sogar mein Bärtrahmen so wegkrittet, dann sehe ich da erstmal schwarz. Also der hat meinen Marquardt nicht mal gekrittet und der ist schon down. So, und ich hau auch nicht so viel Schaden raus, okay, ja. Wir machen nochmal ein paar Tries, aber ich werde, denke ich mal, hier nicht allzu viel, nicht allzu viel rein investieren, weil ich glaube, der könnte tatsächlich noch ein bisschen dauern. Ich möchte aber mal so einen schönen Hit von meinem Marquardt oder von mir sehen, so einen schönen, richtig Full-Spann-Crit raushauen. Dann könnte es nämlich sein, dass ich denke mal, wir sollten auf 2 Millionen kommen an Schaden, ne? Also das sollte, denke ich mal, drin sein. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ich meine, ja, mein Bärtrahmen sogar auch relativ guten Schaden gemacht. Ja, gar nicht mal so verkehrt. Alter. Okay, gut. Aber so wird es natürlich nix. Das ist ganz klar. Hätte mein Marquardt jetzt eine gute Crits rausgehauen und ich nochmal, dann wäre der vielleicht sogar drin. Aber ich denke mal, bei dem Gegner müssen wir uns noch ein wenig gedulden, was das angeht. Ja, man kann nicht alles immer sofort haben. Wir haben auf jeden Fall erstmal, also ich hätte ja jetzt gar nicht gedacht, dass wir den nächsten Gegner auch so einfach killen. Aber das ist natürlich dann auch ganz nice. So, jetzt lassen wir nochmal einen schönen Crit hier gucken. Ja, nicht von dem hier. Ich will von mir. Von mir möchte ich einen schönen Crit sehen. So, Marquardt, zeig mal. Ne, das ist nix. Und ich nochmal. Mal gucken. Ne. Momentan nicht wirklich drinne. Aber ich gehe mal von aus, wenn ich critten sollte, so 200 Mille sollten da schon eigentlich drinne sein. So. Jetzt nochmal ein Crit. Okay, gut. Ja, also wenn es gut läuft, vielleicht 200 Millionen. Das denke ich mal okay. Ist machbar. Wir gehen mal auf 40 runter. 2 Tries noch. Mal gucken, vielleicht sehen wir jetzt nochmal einen schönen Crit irgendwie. Ne, vom Marquardt auf jeden Fall nicht. Von mir vielleicht nochmal.
So, jetzt nochmal. Ne, auch nichts. Letzter Versuch. Gucken wir uns nochmal komplett an. Und danach, ja, würde ich sagen, war es das erstmal soweit wieder hier. Dann haben wir auf jeden Fall einen Gegner in der Folge hier besiegt. Das ist ganz nice, ja. Besser auf jeden Fall, als ich gedacht hätte. Ey, der haut aber auch was an Crits. Ja, Digga, der haut aber auch Crits raus, Junge. Das ist ja nicht mehr feierlich. Heftig, 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 heftig. Gut, wir ziehen das Quest-Equipment an, nehmen die letzte Quest des Tages hier an. Oder zumindest für die Folge hier zumindest. Und ja, dann war es das soweit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es der Fall sein sollte, lasst gerne Bewertungen und Kommentare dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.